Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich immer eine neue. Mit diesem Gedanken verlasse ich Hawaii, die isolierteste besiedelte Landmasse der Welt. Doch ich plane nicht, in die Zivilisation zurückzukehren. Denn irgendwo hier, am anderen Ende der Welt, liegen 118 Inseln, wie Perlen verstreut im weiten Blau des Pazifiks. Verteilt über eine Fläche so groß wie Europa bilden sie das exotische Mosaik von Französisch Polynesien, Land der Geschichten, Mythen und Geheimnisse. Im Herzen dieser Weite liegt die Insel Tahiti, das pulsierende Zentrum. Als einzige Insel mit internationalem Flughafen wird Tahiti von vielen nur als Tor zu entlegeneren Orten gesehen. Doch das fühlt sich in meiner Reiseplanung nicht richtig an. Ich beschließe, 3 Tage auf Tahiti zu verbringen und herauszufinden, was es mit dieser Insel wirklich auf sich hat. Eines ist klar, in 3 Tagen kann ich weder den Mythen und Geheimnissen auf den Grund gehen, noch Tahitis Geschichten erzählen. Deshalb konzentriere ich mich auf die eine Geschichte, die ich erzählen kann. Ich bin Annika und das ist Tahiti, wie ich es erlebt habe. Ori Tahiti ist der traditionelle Tanz Tahitis und heißt Besucher schon am Flughafen willkommen. Von der ersten Sekunde an spüre ich die Wärme und Gastfreundschaft der polynesischen Kultur. Mein Zuhause ist ein kleiner Bungalow auf dem Grundstück von Jan, dessen eigenes Haus direkt am Meer liegt. Hier wohnt er mit seiner Familie, einem Hasen und seinen Hunden. Ich werde herzlich vom Welpen Wodka empfangen. Ja, wie der Alkohol. Fragwürdige Namenswahl, aber wir beide sind sofort beste Freunde. Dieser Ort ist vollkommen anders als alles, was ich bisher gesehen habe. Kilometerweit grüne Berge und unberührte Natur und deutlich weniger Zivilisation, als ich erwartet hatte. Kaum jemand hier spricht Englisch und so bin ich mit meinem gebrochenen Französisch erst einmal auf mich alleine gestellt. Also fange ich an, auf eigene Faust die Insel zu erkunden. Und so entdecke ich den Plage de la Pointe Venus mit seinem schwarzen Sand und einem unbezahlbaren Blick auf die Berge Tahitis. An diesem Ort kommen Inselbewohner und Besucher zusammen und ich lerne schnell, dass das soziale Beisammensein hier eine große Rolle spielt. Ich lerne einen Amerikaner namens Eric kennen und er lädt mich ein, ihn und seine Freunde in Teahupo'o zu besuchen, einem Surferdorf, von dem ich bis heute nicht weiß, ob ich den Namen richtig ausspreche. Dieses Dorf ist sehr klein, aber weltweit bekannt für seine legendäre Surfwelle, die in diesem Jahr sogar Schauplatz der Surfdisziplin in den Olympischen Spielen ist. Ich verbringe den Abend mit Eric, Dom und vielen ihrer Freunde. Von ihnen lerne ich eine ganze Menge über das Dorf, die Welle und ihre Arbeit als Surffotografen. Gemeinsam mit den größten Namen der Surfszene wagen sie sich tagtäglich in eine der gefährlichsten Surfwellen der Welt. Nachdem ich die abgeschiedene Seite von Tahiti kennenlernen durfte, interessiere ich mich brennend dafür, die Stadt zu erkunden. Doch die Straßen im Zentrum sind wie ausgestorben. Mein erster Eindruck von der Hauptstadt Papeete ist überraschend sauber und ziemlich leer, weil heute Feiertag ist, aber hier folgen trotzdem mal ein paar Eindrücke.
An meinem letzten Tag auf Tahiti möchte ich noch einmal so viel sehen wie möglich, also steige ich ins Auto und fahre einmal um die ganze Insel. Die Mara'a-Grotten sind ein Ort voller Mythen. Der Legende nach lebte hier einst Oro, der tahitianische Gott des Krieges und des Friedens. Nachdem er die Wege des Krieges hinter sich ließ, zog er sich in diese Höhlen zurück, um Weisheit zu finden und den Menschen den Frieden zu bringen. Es heißt, in ruhigen Nächten kann man hier noch immer seine Präsenz spüren, wie er über das Land wacht. In Tahiti, so glauben die Menschen, lebt Mana, die Lebenskraft, in allem, was existiert. Die Kraft durchdringt die Erde, das Wasser und den Himmel. Während ich durch den Botanischen Garten wandere, spüre ich das Mana hautnah. Dieser Ort ist eine lebendige Erinnerung daran, dass in der tahitianischen Kultur alles miteinander verbunden ist. Pflanzen, Menschen, Tiere. Alle sind sie Teil eines großen, harmonischen Ganzen. Eine weitere tahitianische Legende erzählt, dass die Sonne jeden Abend ins Meer eintaucht, um ihre Kräfte zu erneuern und die Ahnen in der Unterwelt zu besuchen. So erlebe ich meinen letzten Sonnenuntergang auf Tahiti, eine Brücke zwischen zwei Welten. Guten Morgen. Es ist Dienstag, 5 Uhr in der Früh und ich hole jetzt meine Freundin Lena vom Flughafen ab. Ich werde ihr ein bisschen die Insel zeigen und dann nehmen wir beide heute Mittag die Fähre nach Moorea. Hallo, welcome! Obwohl uns nicht viel Zeit bleibt, ist es mir wichtig, dass auch Lena die Schönheit Tahitis erlebt. Gemeinsam erkunden wir den lebendigen Markt von Papeete, wo es Souvenirs, Blumen, frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch zu kaufen gibt. Wir sind fasziniert vom großen Angebot und der Herzlichkeit der Einheimischen. Unsere letzten Stunden auf der Insel verbringen wir am Plage de la Pointe Venus, einem Ort, den ich Lena einfach zeigen muss. Wow. Einfach wow. Das ist, als wäre man in eine Postkarte reingesteppt. Ich kann es noch nicht ganz glauben, ehrlich gesagt. Tahiti ist für mich der Inbegriff von Kultur und Gemeinschaft. Ein Ort, der mich mit der polynesischen Lebensart vertraut gemacht und meine Reise auf ganz besondere Weise eröffnet hat. Inspiriert von allem, was ich hier erleben durfte, fühle ich mich bereit für alles, was noch vor mir liegt.